Hallo, mein Name ist Thomas Weiß. Ich arbeite bei Enitec. Wir bei Enitec sind Spezialisten für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung im Bereich der Videoendoskopie. Heute möchte ich euch unser Produkt, das Endoskop der Modellreihe R, vorstellen. Als erstes würde ich euch gerne den Akku vorstellen. Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum zeigt er uns an einem Videoendoskop den Akku? Aber wenn ich euch das System vorstelle, werdet ihr sehen, dass das auch einen Grund hat, mal zu zeigen. Wir haben uns entschieden, dass wir doch darauf achten, dass man handelsübliche Akkus benutzen kann, die man überall auf der Welt beziehen kann. Das haben wir hier gemacht. Hier sind 4 Akkus verbaut. Wie gesagt, bekommt ihr überall auf der Welt zu kaufen. Für die Leute, die viel mit dem Flieger unterwegs sind, die mal außer Landes arbeiten müssen, ihr habt häufig das Problem, dass ihr Akkus nicht mit in Flugzeuge nehmen dürft. Gerade wenn ihr Akkus habt, die komplett gekapselt sind, ja, wo man nicht die einzelnen Akkus hier rausnehmen kann. Da kommt ihr riesige Probleme, da kriegt ihr die Akkus nicht mit. Das ist immer mit viel Schwierigkeiten verbunden. Hier ist das also ganz einfach. Entweder nehmt ihr die Akkus raus oder auch so, wenn ihr die einzeln mit euch führt, die haben keine kritische Masse. Das kriegt ihr auch in jedem Flieger mitgenommen, ne? Als nächstes würde ich euch mal einen ganz großen Vorteil von dem Gerät zeigen. Ihr könnt hier die Sonden ganz einfach wechseln. Ich habe jetzt hier in meiner rechten Hand das Grundgerät und in der linken Hand die Sonde. Ihr könnt an dem Gerät verschiedenste Sonden anschließen. Ihr könnt Sonden mit einem kleinen Durchmesser anschließen. Wir starten bei 1,1 mm. Ihr könnt Sonden mit einem großen Durchmesser anschließen. Wir enden bei 8,4 mm. Auch unterschiedliche Sondenlängen von 1 Meter bis 10 Meter. Unterschiedliche Beleuchtung. Wir arbeiten mit UV-Beleuchtung, mit Weißlichtbeleuchtung und Infrarotbeleuchtung. All das könnt ihr ganz einfach über die Schnellverbindung an das Gerät anschließen. Ich verbinde jetzt das Gerät mit der Sonde. Geht ganz einfach. Schalte das Gerät ein. Und ihr seht, das Hochfahren hat früher vielleicht 2-3 Minuten gedauert. In dem Fall erkennt das Gerät die Sonde sehr schnell und ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber vermutlich ist nicht mal eine Minute vergangen und wir haben jetzt Licht und Bild. Wie ihr seht, haben wir hier vorne die Möglichkeit, über den Touch in die Menüs zu gehen. Was ein Vorteil bei dem Gerät ist, wir können uns diese beiden Tasten, wir haben hier die Taste L und die Taste R, die können wir uns separat belegen, so wie wir es möchten. Einmal mit einer Funktion kurzes Klicken, kurzes Drücken und einmal die Funktion langes Drücken. Ja. Ansonsten sieht man hier auf der Seite die Möglichkeit, das Gerät an einen externen Monitor anzuschließen, also für Leute, die in einem Workshop arbeiten und einen stationären Arbeitsplatz haben. Da kann man das Gerät dann irgendwo befestigen und hat dann die Auswertung über einen großen Monitor. Außerdem hat man die Möglichkeit, das Gerät über einen USB-C-Anschluss mit einem PC zu verbinden und dann kann man über den PC, über den Explorer per Drag and Drop die Dateien, die einen interessieren, auf den PC übertragen. Wir haben jetzt hier gerade eine Messsonde integriert, die ist etwas dunkler als eine normale Sonde, die nur mit einem Kamerasensor arbeitet. Aber wichtig ist immer bei so einem Videoendoskop also die Bildauflösung, die Helligkeit und die Sonnenabwinklung. Ja, und hier seht ihr, wir können hier die Sonde in alle Richtungen abwinkeln, das ist sehr gut, ne? Man kann die Sonde auch sag mal, in der Abwinklungsposition blockieren. Ja. Jetzt bleibt die Sonde stehen. Über den großen Joystick bewegt man halt die Sonde, die Sondenspitze. Man hat hier drunter noch einen kleinen Joystick, den benutzt man nur, wenn man die Messsonde benutzt, um die Cursor genau zu platzieren. Das Ganze ist, vergesse ich auch mal zu erwähnen, weil das heutzutage so normal ist, das Gerät besitzt natürlich einen Touch-Display. Ich kann hier zoomen, ich kann Funktionen auslösen, ne? Wenn man hier sieht, ich kann ins Menü gehen, kann ich hier die Tasteneinstellungen belegen, also es ist ganz einfach, ganz intuitiv. Also meine Erfahrung ist auch wieder, ich bin schon ein bisschen älter und wenn ich die Geräte irgendwie in Unternehmen
jüngeren Leuten präsentiere und will denen erklären, wie man das macht, meistens haben die so ein Gerät ganz schnell in der Hand und man muss denen gar nichts mehr erklären. Die fahren da durch. Also wer mit einem Smartphone oder mit einem Tablet klarkommt, der kommt mit dem Gerät auch ganz einfach klar. Ne? Einfaches Sonnenwechsel, intuitive Bedienung, motorischer Joystick, Messfunktion. All das findet ihr in diesem Endoskop. Damit seid ihr bestens für die Zukunft gerüstet. Habt ihr Interesse an unseren anderen Videoendoskopen? Schaut in unseren Kanal.